Aber genau diese Liebe zum Detail und die vielen praktischen Funktionen sind typisch japanisch. Da Japan ein Land mit vielen Naturkatastrophen ist, spielen solche Systeme eine wichtige Rolle. Ein kleines Desaster, das viele sicher schon erlebt haben. Bei rund 70-80% der Japaner ist der trocken. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Japan ist bekannt für verrückte Ideen, unglaubliche Sauberkeit und Liebe zum Detail. Aber wusstet ihr, dass es dort Dinge gibt, die man in Deutschland nicht finden wird? Überall stehen Getränkeautomaten, es gibt unzählige Anime-Figuren und köstliches Sushi. In Japan gibt es so viele großartige Dinge, dass man sie gar nicht alle in einem einzigen Video vorstellen kann. In diesem Video zeige ich euch 7 einzigartige Dinge, die nur in Japan gibt und nicht in Deutschland. Dann, los geht's! Nummer 1. Spiegel vorne an Taxis. In Deutschland ist es ganz normal, dass die Seitenspiegel an den Türen der Autos angebracht sind, so wie ihr es auch in diesem Video seht. Das gilt sowohl für Privatwagen als auch für Taxis. In Japan ist das jedoch anders. Zwar haben LKW und die meisten normalen Autos ihre Spiegel ebenfalls an den Türen, also sogenannte Seitenspiegel bzw. Außenspiegel. Doch bei Taxis ist das auch nicht der Fall. Viele japanische Taxis haben ihre Seitenspiegel vorne auf der Motorhaube statt an den Türen. Natürlich gibt es auch Modelle, bei denen die Spiegel an den Türen sitzen, aber besonders bei älteren Taxis und interessanterweise auch wieder bei neueren Modellen der letzten Jahre sieht man häufig diesen vorderen Spiegel. In Japan begannen sich ab etwa 1983 Taxis mit Seitenspiegel an den Türen allmählich zu verbreiten. Davor und interessanterweise auch in den letzten Jahren werden jedoch wieder vermehrt vorne angebrachten Seitenspiegel bei Taxis verwendet. In Japan nennt man diese Art Spiegel Fender Mirror. Warum aber verwenden so viele japanische Taxis diesen Spiegel vorne? Dafür gibt es 3 Hauptgründe. Der erste Grund ist, dass der Fahrer bei Fensterspiegel bei Blick weniger stark bewegen muss, um hineinzusehen. Wenn man beim Seitenspiegel den Spiegel bei der Beifahrerseite prüfen möchte, muss man den Kopf oft weit nach rechts oder links drehen. Beim Fensterspiegel reicht dagegen ein kleiner Blick nach vorne, das reduziert die Belastung für Augen und Nacken. Außerdem liegen die Spiegel durch ihre Position im direkten Sichtfeld des Fahrers, was zu mehr Sicherheit beim Fahren beiträgt. Der zweite Grund ist die bessere Einschätzung der Fahrzeugbreite. Da sich die Spiegel ganz vorne an den Rändern der Motorhaube befinden, dienen sie dem Fahrer als optische Orientierung für die Außenkanten des Autos. Das ist besonders praktisch, wenn man engen Straßen begegnet oder aneinander vorbeifährt. Je nach Art und Anbindung der Spiegel kann ein Fahrzeug mit Fensterspiegel außerdem etwas schmaler gebaut werden als mit Seitenspiegel, was das Manövrieren in schmalen Gassen oder bei engen Parklücken erleichtert. Der dritte Grund ist eine gute Besonderheit Japans, nämlich Rücksitz auf den Beifahrer. In Japan gilt es als unhöflich, jemanden direkt ins Gesicht zu starren. Wenn der Fahrer beim Fahren in den Seitenspiegel auf der Beifahrerseite blicken würde, kann es für den Passagier so aussehen, als würde er ihn oder sie ständig von der Seite beobachtet, was unangenehm wirken kann. Um dieses Missverständnis zu vermeiden, setzen viele Taxiunternehmen auf Fensterspiegel, damit der Fahrer nicht in Richtung des Fahrgastes schauen muss. Manche Fahrgäste berichten tatsächlich sogar, dass sie sich beim Taxi mit Seitenspiegel unwohl fühlten, weil sie dachten, der Fahrer würde sie ansehen. Zudem kann es passieren, dass der Körper des Beifahrers den Seitenspiegel teilweise verdeckt, was wiederum die Sicht einschränken kann. Natürlich haben die Fensterspiegel auch einige Nachteile. Da sie aus der Motorhaube herausragen, beeinflussen sie das Design des Fahrzeugs, weshalb sich nicht alle Automodelle für diese Bauweise eignen. Außerdem ist der Spiegel weiter vom Fahrer entfernt, sodass das Spiegelbild kleiner erscheint. Das Verstellen der Spiegel oder des Abwischen von Wassertropfen ist dadurch ebenfalls umständlicher. Ein aktuelles Beispiel für ein Taxi mit Fensterspiegel ist der Toyota Japan Taxi.
Dieses Modell ist nach den Richtlinien für Universal Design Taxis zertifiziert. Das bedeutet, es ist besonders barrierefrei und benutzerfreundlich, zum Beispiel für ältere Menschen, Rollstuhlfahrer, Schwangere oder Familien mit Kindern. In japanischen Städten sieht man dieses Modell in den letzten Jahren immer häufiger und der Fensterspiegel ist wieder ganz normal geworden. Ich lebe zwar derzeit in Deutschland, aber als ich neulich nach Japan zurückgekommen bin, war ich überrascht, wie viele Taxis wieder mit Fensterspiegeln unterwegs sind und dass außerdem viele hergebaute Fahrzeuge wie das Japan-Taxi das klassische Limousinenmodell, etwa den Toyota Crown, verdrängt haben. Als ich noch in Japan lebte, waren Seitenspiegel-Taxis bei solchen klassischen Limousinen ganz normal. Es ist nur eine kleine Veränderung, aber für mich war das ein richtiger Reverse-Kulturschock. Nummer 2. Über Musik. In Japan hört man wirklich über Musik. Ein bekanntes Beispiel ist der sogenannte Katastrophenschutzlautsprecher Bosai Gyosei Musenchime, der am späten Nachmittag ertönt. Je nach Region wird er auch frühmorgens abgespielt, aber in der Gegend, in der meine Eltern leben, er klingt jeden Tag um 17 Uhr aus Lautsprechern im ganzen Viertel des japanischen Kinderlied Yūyake Koyake. Das soll unter anderem Kinder daran erinnern, nach Hause zu gehen. Gleichzeitig dient es aber auch dazu zu prüfen, so im Katastrophenfall wichtige Durchsagen zuverlässig ausgestrahlt werden können. Da Japan ein Land mit vielen Naturkatastrophen ist, spielen solche Systeme eine wichtige Rolle. In der Nähe meines Elternhauses läuft also jeden Tag um 17 Uhr Yūyake Koyake. In anderen Regionen ändern sich je nach Jahreszeit, Uhrzeit oder Musikstücke. Mancherorts hört man Lieder wie Akatombo oder Furusato, in anderen Gegenden Musik aus bekannten Fernsehserien oder sogar Songs aus dem Anime Shinseki Evangelion. In Deutschland ist es eher selten, dass in der Stadt einfach Musik aus Lautsprechern ertönt, oder? Dafür gibt es in Deutschland zum Beispiel Sirenen, die oft Samstag um 12 Uhr dreimal zu hören sind. Je nach Region kann sich das aber unterscheiden. Solche Sirenentests gibt es auch in Japan, allerdings sind sie klar von der täglichen gespielten Musik zu unterscheiden. Auch an Bahnhöfen spielt Musik eine große Rolle. In Japan wird an vielen Bahnhöfen bei der Einfahrt oder Abfahrt von Zügen Musik abgespielt. Das hängt von der jeweiligen Bahngesellschaft ab, aber zum Beispiel auf der JR-Link-Linien in Osaka hat jede Station ihre eigene Melodie. Manche Bahnhöfe spielen Popmusik, andere klassische Stücke. Es gibt sogar Stationen, an denen statt Musik dauerhaft Vogelgezwitscher zu hören ist, um sehbehinderten und blinden Menschen die Orientierung zu erleichtern, zum Beispiel um ihnen den Weg zu Fahrkartenschaltern, Treppen oder Ausgängen zu zeigen. Als 2025 die Expo in Osaka stattfand, lief in den Zügen in der Nähe des Expo-Geländes der Song Kono Hoshi no Tsuzuki o von Kobukuro. Wir waren selbst auf der Expo und haben diese Musik während der Fahrt gehört. Natürlich war das nur für die Expo-Zeit, normalerweise läuft in den Zügen keine Musik. In Deutschland hingegen beschränken sich Durchsagen meist auf Abfahrts- und Ankunftsinformationen. Ein weiteres Beispiel. In Japan kommen die Müllwagen oft frühmorgens und spielen dabei Musik. Auch hier unterscheiden sich Uhrzeit und Musik je nach Region. Wie ihr seht, ist Musik in Japan wirklich allgegenwärtig. Viele Menschen lieben Musik und auch Karaoke, das ursprünglich aus Japan stammt, ist bis heute sehr beliebt. Es gibt zahlreiche Musiksendungen im Fernsehen und gegen Ende des Jahres scheinen fast nur noch Musikshows zu laufen. In großen Städten wie Osaka oder Tokio hängen außerdem riesige Bildschirme in den Straßen, auf denen ständig Werbung und Musik laufen, was die Städte besonders lebendig und laut wirken lässt. Nummer 3. Ohrstäbchen mit kleinen Lächelchen. In Japan gibt es spezielle Ohrstäbchen oft mit einem Mini-Lächelchen oder sogar einer Feder am Ende.
Diese sogenannten Mimikaki sind richtige Werkzeuge zur Ohrpflege. Manche Leute haben sogar Lieblingsstäbchen aus Bambus oder Metall. Darüber hinaus gibt es in Japan auch spiralförmige Ohrstäbchen. Mit diesen kann man selbst kleine festsitzende Ohrenschmerzreste sehr gut entfernen. In Deutschland habe ich solche Ohrenreiniger Mimikaki bisher nur in asiatischen Supermärkten gesehen, sonst nirgendwo. Hier benutzt man stattdessen fast ausschließlich Wattestäbchen. Natürlich gibt es auch in Japan Wattestäbchen und manche Japaner verwenden sie ebenfalls zur Ohrreinigung. Allerdings sollte man dabei vorsichtig sein, denn Wattestäbchen sind relativ dick und können den Ohrenschmerz leicht tiefer ins Ohr hineindrücken. Deshalb wird empfehlen, Wattestäbchen nicht zu tief einzuführen oder nur zum äußeren Reinigen zu verwenden. Aber warum benutzen die Japaner überhaupt so häufig Ohrstäbchen? Der Grund ist ganz einfach. Bei rund 70-80% der Japaner ist der Ohrenschmalz trocken. Wenn der Ohrenschmalz trocken ist, lässt er sich mit einem normalen Wattestäbchen kaum entfernen. Dafür braucht man ein festeres Werkzeug wie das traditionelle japanische Ohrstäbchen. In vielen westlichen Ländern hingegen haben die Menschen eher feuchten Ohrenschmalz und dafür eignen sich Wattestäbchen besser. Das zeigt, die Art des Ohrenschmerzes ist unterschiedlich und je nach Typ braucht man unterschiedliche Methoden, um die Ohren richtig zu pflegen. In Japan gibt es übrigens nicht nur Hals-Nasen-Ohrenärzte, sondern auch Salons, die professionelle Ohrreinigung anbieten. Diese werden oft Ear-Cleaning-Salons oder Ear-Äste-Salon genannt. Dort reinigen speziell geschulte Mitarbeiter die Ohren, während sie mit einer Minikamera in den Gehörgang schauen. Das Bild wird dabei auf einem Monitor angezeigt. Das Ganze ist eher eine Wellness- oder Entspannungsbehandlung, weniger eine medizinische Maßnahme. Auf YouTube findet man übrigens auch Videos, in denen gezeigt wird, wie solche professionelle Ohrreinigungen ablaufen. Zwar kann sich Ohrenschmalz von selbst lösen und es ist grundsätzlich nicht nötig, die Ohren zu oft zu reinigen, aber da ich solchen seit meiner Kindheit regelmäßig Ohrreinigung kenne, habe ich natürlich auch mein eigenes Ohrstäbchen zu Hause. Ich finde das Ganze daher als etwas ganz Normales und habe dabei keine besonderen Bedenken. Wie ist es bei euch? Habt ihr schon einmal ein Ohrstäbchen benutzt oder würdet ihr euch trauen, in so einen Ohrreinigungssalon zu gehen? Nummer 4. Kostenloses Wasser oder Tee im Restaurant. Eine weitere Besonderheit, die es so nur in Japan gibt, vor allem in Restaurants, ist, dass man dort ganz automatisch kostenloses Wasser oder Tee bekommt. Man muss gar nicht erst danach fragen, das gehört einfach zum Service. Und man kann es so viel wie möglich bekommen. Je nach Restaurant steht auf dem Tisch oft eine Kanne mit Wasser oder Tee, damit man sich selbst nachschenken kann. Wenn keine Kanne vorhanden ist, fragt ein Kellner meist freundlich, ob man noch Nachschub möchte. In manchen Restaurants mit Tablettbestellung kann man sogar kostenloses Wasser oder Tee direkt über das Tablett nachbestellen. Und dabei wird Wasser meistens serviert, aber in richtigen japanischen Restaurants oder in etwas gehobeneren Lokalen bekommt man häufig grünen oder braunen Tee. Kostenlos ist jedoch nur Wasser oder Tee, den das Restaurant anbietet. Andere Getränke, also Softdrinks, Kaffee oder Alkohol sind kostenpflichtig. Etwas, das ebenfalls typisch japanisch ist, sind die All-You-Can-Eat und All-You-Can-Drink-Angebote. Nicht jedes Restaurant bietet das an, aber viele Kettenrestaurants haben solche Flatrate-Menüs. Und in Familienrestaurants gibt es oft einen Drinkbar, wo man gegen eine kleine Gebühr beliebig viele Getränke wie Softdrinks, Tee oder Kaffee nachfüllen kann. Für Menschen, die gerne viel trinken, ist das natürlich super preiswert. In Deutschland hingegen ist selbst ein Glas Wasser kostenpflichtig. Darum bestellen viele, auch in meinem Umfeld, zuerst ein Getränk, bevor sie überhaupt das essen werden. Ich persönlich denke mir oft dann, wenn ich schon für Wasser bezahlen muss, dann nehme ich lieber gleich etwas mit Geschmack und bestelle dann manchmal eine Cola, obwohl ich eigentlich gar keine Lust darauf habe. Und was mich anfangs überrascht hat, in Japan werden die Getränke fast immer fertig eingeschenkt serviert. In Deutschland hingegen bekommt man manchmal eine Flasche und ein separates Glas dazu.
Manchmal gießt ein Kellner beim Servieren nur ein bisschen ein und der Rest bleibt in der Flasche auf dem Tisch. Vermutlich liegt das daran, dass Pfandflaschen verwendet werden. Da in Deutschland auch Wasser extra kostet, wird das Essen gehen insgesamt teurer. Dazu kommt noch das Trinkgeld, das man zusätzlich gibt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt auf dem Land lebe und ein kleines Kind habe, aber im Vergleich zu Japan gehe ich in Deutschland viel seltener essen. Übrigens gibt es in Japan inzwischen immer mehr Selbstbedienungskasse und sogar Roboter, die das Essen zum Tisch bringen. Manche finden das vielleicht unpersönlich, aber ich persönlich finde, der Service in japanischen Restaurants ist insgesamt einfach großartig. Nummer 5. Speisekarten mit Bildern. In Japan haben fast alle Restaurants Speisekarten mit Fotos oder sogar realistisch aussehende Plastikmodelle der Gerichte im Schaufenster. In Japan nennt man diese Modelle Shokuhin-Sample, also Lebensmittelmodelle, die aus Kunststoff hergestellt werden und in vielen Restaurants im Schaufenster oder im Eingangsbereich ausgestellt sind. Sie stellen die Gerichte tatsächlich echt dar, so dass man genau sehen kann, welches Gericht angeboten wird, wie groß die Portion ist und welche Zutaten verwendet werden. Das ist besonders für Touristen sehr praktisch, die kein Japanisch sprechen. Durch Lebensmittelmodelle oder Fotos auf der Speiskarte kann man sich nicht nur schneller entscheiden, sondern vermeidet auch Fehlbestellungen. Selbst für Muttersprachler ist so eine anschauliche Speisekarte oft eine große Hilfe. Inzwischen bieten viele Restaurants in touristischen Gegenden auch englische Speisekarten an. Allerdings gibt es in Japan vor allem bei kleinen, privaten geführten Restaurants oder Cafés nach wie vor viele Lokale, in denen es keine Fotos und manchmal auch keine englischen Menüs gibt. In Deutschland ist es dagegen genau umgekehrt. Nur sehr selten sieht man Speisekarten mit Bildern. Die meisten Menüs bestehen ausschließlich aus Text und Lebensmittelmodelle wie in Japan gibt es überhaupt nicht. Natürlich bei McDonald's oder ähnlichen Kettenrestaurants sieht man Fotos, aber in normalen, unabhängigen Restaurants sind bebilderte Menüs unüblich. Wenn man kein Deutsch versteht, ist das natürlich schwierig. Man hat keine Ahnung, was man bestellen soll. Ich verstehe inzwischen zwar Deutsch gut, aber selbst mir fällt es manchmal anstrengend, die ganze Speisekarte zu lesen. Zum Beispiel bei Pasta-Gerichten oder indischen Curry. Es steht zwar genau dabei, welche Soße und welche Zutaten verwendet werden, aber man muss wirklich alles durchlesen, um zu verstehen, was es überhaupt gibt. Und manchmal bekommt man dann etwas, das man sich ganz anders vorgestellt hat. Das ist dann schon etwas enttäuschend. Deshalb schaue ich mir häufig vorher Online-Fotos von den Gerichten an, um mir ein bisschen Bild davon zu machen, was mich erwartet. In solchen Momenten vermisst man die japanischen Menüs, bei denen man einfach ein Foto sieht und sofort weiß, was man bekommt. Was ich an japanischen Speisekarten außerdem besonders schön finde, sind die Kindermenüs. Diese sind speziell für kleine Kinder gedacht, mit kleineren Portionen und Gerichten, die Kinder besonders mögen. Manche Restaurants geben den Kindern sogar ein kleines Spielzeug dazu. Das macht es für Familien viel einfacher, gemeinsam essen zu gehen. In vielen Lokalen gibt es zudem Kinderstühle, was zeigt, dass Essen mit Kindern in Japan wirklich familienfreundlicher gestaltet ist. Auch die Essenkosten sind in Japan im Vergleich zu Deutschland meist günstiger und da man kein Trinkgeld geben muss, ist das Essen gehen insgesamt einfacher und angenehmer. Außerdem habe ich den Eindruck, dass man in japanischen Restaurants fast nie enttäuscht wird. Das Essen ist überall auf einem ziemlich hohen Niveau. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon einmal in einem japanischen Restaurant in Japan gegessen? Nummer 6. Hightech-Toiletten und Badezimmer. Japanische Hightech-Toiletten sind weltberühmt. Beheizte Sitze, Geräuschunterdrückung, automatische Deckel und sogar eingebaute Bidet-Funktionen. Ich persönlich brauche zwar die Bidet-Funktion nicht unbedingt, aber im Winter liebe ich die beheizten Toilettensitze und in öffentlichen Toiletten finde ich besonders die Otohime bzw. Ryuseon-Funktion, also das Geräusch zur Geräuschüberdeckung, sehr angenehm. Inzwischen gibt es übrigens auch in Deutschland immer mehr Menschen, die sich eine japanische Hightech-Toilette aus Japan importieren und zu Hause installieren. Offenbar werden diese modernen Toilettensitze inzwischen weltweit beliebter.
Was ich in japanischen Häusern jedoch am praktischsten finde, ist das Badezimmer. In einem anderen Video, Kulturschock in deutschen Häusern, habe ich schon darüber gesprochen, aber japanische Badezimmer sind einfach genial aufgebaut. Das Ankleidezimmer bzw. der Waschraum ist separat vom eigentlichen Badezimmer, in dem sich Dusche und Badewanne befinden. Dadurch hat man mehr Platz zum Duschen und der Raum außerdem der Dusche wird nicht nass. Und das Badezimmer in Japan hat noch mehr Funktionen. Bei Einfamilienhäusern gibt es oft eine Fernbedienung direkt von dem Badezimmer, mit der man zum Beispiel die Heizung oder Lüftung im Badezimmer steuern kann. So kann man auch an regnerischen Tagen die Wäsche im Bad trocknen. Und dank der Heizfunktion ist das Duschen selbst im Winter angenehm warm, ohne dass man frieren muss. In Deutschland dagegen sind Dusche und Badewanne meist im selben Raum wie das Waschbecken, also quasi alles zusammen im Badezimmer. Zwar gibt es dort Heizungen, um den Raum zu erwärmen, aber wenn das Badezimmer größer ist, kann es beim Duschen trotzdem kalt werden. Außerdem gibt es in Deutschland keine Badetradition wie in Japan. Das Baden in der Wanne ist eher etwas Besonderes und das Wasser kommt einfach aus dem Wasserhahn ohne Nachheiz- oder Nachfüllfunktion wie in Japan. In Japan kann man über eine Fernsteuerung sogar mit dem Wohnzimmer oder Küche kommunizieren. Wenn jemand gerade badet, das nennt man Interphone-Kino. Manche fragen sich vielleicht, warum sollte man während des Badens überhaupt mit jemandem sprechen? Aber es ist tatsächlich sehr praktisch, zum Beispiel wenn man sagen möchte, ich bin gleich mit meinem Bad fertig, kannst du schon mal Wasser kochen? Oder für ältere Menschen kann es auch eine Sicherheitsfunktion sein, um im Notfall Kontakt aufzunehmen. Manche würden in Deutschland vielleicht sagen, sowas braucht man doch nicht. Aber genau diese Liebe zum Detail und die vielen praktischen Funktionen sind typisch japanisch und machen das Leben dort unglaublich komfortabel. Ich denke mir oft, wenn in Deutschland die Nebenkosten niedriger wären und nur Dusche und Badewanne in getrennten Räumen wie in Japan wären, dann wäre das Leben in Deutschland für mich als Japanerin noch viel angenehmer. Nummer 7. Taschentuch auf der Straße teilen. Und das letzte. In Japan bekommt man auf der Straße oder sogar im Shoppingcenter kostenlos Taschentücher verteilt. Ja, wirklich. Firmen nutzen die Verpackung, um Werbung zu machen. So bekommt man also nützliche Taschentücher und die Marke bekommt Aufmerksamkeit. In Deutschland würdet ihr euch wahrscheinlich denken, warum gibt mir jemand Taschentücher? Aber in Japan ist das ganz normal. Außerdem sind japanische Taschentücher im Vergleich zu den deutschen viel dünner und weicher. Wer an die stabilen deutschen Taschentücher gewöhnt ist, wird die japanischen wahrscheinlich als etwas zu zart oder wenig robust empfinden. Inzwischen finde ich selbst die deutschen Taschentücher praktischer, vor allem im Alltag. Aber Vorsicht, wenn man ein japanisches Taschentuch versehentlich in die Hosentasche lässt und die Hose wäscht, haftet das zerfaserte Papier an der gesamten Wäsche, ein kleines Desaster, das viele sicher schon erlebt haben. So, das waren meine 7 einzigartigen Dinge, die es nur in Japan gibt, aber nicht in Deutschland. Was hat euch am meisten überrascht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo, damit ihr nicht mehr Videos rund um die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan, das Leben als Japanerin in Deutschland oder japanische Kochvideos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。